Also zuerst einmal möchte ich Eberhard dafür danken, dass er mich zuerst eingeladen hat und eine so nette Einführung gemacht hat. Ich bin auch dem Förderkreis des Primatenzentrums dankbar, dass sie diese Veranstaltung organisiert haben. Und als dritte Bemerkung möchte ich sagen, dass Göttingen eigentlich meine Lieblingsstadt in Deutschland ist. Und ich bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit habe, wieder hier zu sein. Also nochmals vielen Dank für die Einladung. Gut, also ich weiß nicht, können wir das Licht etwas runtersetzen oder ist das? Ja, bitte. Ist gut. Da braucht man eigentlich einen Draht mit Strom, oder? Das. Gut, also das Erste, das ich erklären möchte, das hat man auch von den Worten von Eberhard nehmen können. Also ich habe vor fast genau 50 Jahren habe ich meine Doktorarbeit abgelegt in Oxford. Also es ist praktisch auf den Tag 50 Jahre. Und ich habe mit Fortpflanzungsbiologie angefangen, aber eigentlich interessierte ich mich für die Evolution der Primaten allgemein. Und während der ersten Jahre habe ich eine Philosophie entwickelt und es ist folgende. Ich interessiere mich letzten Endes für die Evolution des Menschen. Aber der Mensch ist ein Sonderfall. Es gibt so viele Sondermerkmale. Wenn man nur den Menschen untersucht, dann hat man dauernd Sondererklärungen für unsere besonderen Merkmale. Wenn man wirklich eine gute Erklärung finden möchte für die Evolutionsbiologie des Menschen, es ist viel besser, wenn man die ganze Primatenreihe anschaut und allgemeine Regeln erkennen kann, um die Evolution zu deuten. Und das ist genau, was ich gemacht habe seit 50 Jahren. Ich suche nach allgemeinen Regeln, sodass wir auf eine zuverlässige Basis den Menschen deuten können. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Medizin eigentlich auf der Basis der Evolution des Menschen ruhen sollte. Also wenn wir uns verstehen möchten und medizinisch behandeln möchten, dann sollten wir unbedingt unsere Herkunft verstehen. Und daher kommt der Begriff der darwinischen Evolution oder darwinischen Medizin. Also ich möchte heute Abend nur 4 Themen herausgreifen. Meine 2 Bücher hat Eberhard erwähnt und es gibt sehr viele verschiedene Themen drin, aber ich habe diese 3, die zufällig alle mit S anfangen: Spermienbiologie, Schwangerschaft, Säugern und Scheinhormone am Ende. Also das erste ist Spermienbiologie. Und eine Hauptfrage, die sich sofort stellt, ist, warum brauchen wir so viele Spermien? Und das gilt eigentlich für alle Säugetiere, mit ein paar Ausnahmen. Aber wir brauchen eigentlich Millionen von Spermien. In Europa jetzt ist der Durchschnittswert pro Ejakulat 250 Millionen. Vor 50 Jahren waren es 350 Millionen. Ich komme darauf zurück. Aber schon 250 Millionen ist eine Riesenmenge. Warum braucht man so viele Spermien? Und das ist eine Frage, die noch nicht richtig beantwortet ist. Aber in diesem Zusammenhang, was man eigentlich wissen muss, ist, wie viele braucht man für die Fertilität? Wie viele sind absolut notwendig? Und ich habe eine Weile danach gesucht, um Hinweise darauf zu finden. Und das sind Daten hier
für die Schwangerschaft und innerhalb einer bestimmten Frist, was der Prozentsatz der Schwangerschaften ist. Und hier oben, da sieht man die Dichte der Spermien in einem Kubikzentimeter. Und man sieht, dass eine ansteigende Kurve hier gibt bis etwa 50 oder so, 50, 60 Millionen Spermien pro Kubikzentimeter. Und das Volumen steigt auch auf. Also und man sieht, dass das dann nicht weiter ansteigt. Also nach 60 Millionen Spermien pro Kubikzentimeter und nach 2 Kubikzentimeter Ejakulat. Also das heißt 120 Millionen Spermien wahrscheinlich sind notwendig, um hier auf diesen Punkt zu gelangen. Ein weiterer Anstieg bringt eigentlich nichts für die Fertilität, aber es ist eigentlich erstaunlich. Für normale Fertilität braucht man etwa 120 Millionen Spermien. Warum so viele notwendig sind, weiß man immer noch nicht. Und eine Grundidee, die weit verbreitet ist, aber eigentlich ein Mythos ist, dass es einen Wettlauf gibt, eine Olympiade für Spermien, dass 250 Millionen losgelassen sind und es gibt einen Gewinner. Und man stellt sich vor, dass der Samenfaden, der gewinnt, etwas Besonderes an sich hat. Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach ist das alles reiner Zufall. Es ist praktisch unmöglich, meiner Meinung nach, dass zwischen Spermien irgendwie unterschieden werden kann. Man hat auf keinen Fall einen Mechanismus, um so etwas zu erklären. Und man kann eigentlich durch vergleichende Wissenschaft zum Schluss kommen, dass es nicht ein Wettlauf ist. Von diesem einfachen Beispiel. Ich habe mich während meiner Karriere sehr viel dafür interessiert, was das Verhältnis ist zwischen Merkmalen, zum Beispiel die Tragzeit bei Säugetieren und der Körpergröße. Weil bei größeren Tieren hat man meistens größere Werte. Das gilt für die Tragzeit, die Schwangerschaftsdauer wird immer länger mit steigender Körpergröße. Aber in diesem Fall mit den Geschlechtszellen gibt es kein Verhältnis mit Körpergröße. Also wenn ein Tier in der Evolution größer wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Es könnte entweder mehr Zellen haben oder es könnte größere Zellen in der gleichen Anzahl haben. Aber bei Säugetieren ist es immer so, größere Säugetiere haben mehr Zellen, aber die Zellen sind nicht größer. Und das gilt ja auch für die Geschlechtszellen, für Samenfaden und Ei. Die sind unveränderlich in der Größe. Zufällig ist es bei der Maus ist das Ei etwas kleiner als beim Menschen oder beim Blauwal. Aber wenn man eine Grafik aufstellt, gibt es eigentlich eine kleine Senkung. Im Durchschnitt haben größere Säugetiere etwas kleinere Eier. Aber können wir einfach sagen, es gibt keinen Einfluss der Körpergröße auf der Größe der Geschlechtszellen. Und das hat eine ganz einfache Bedeutung. Bei einer Maus ist es denkbar, dass Spermien losgehen und das Ei schwimmend erreichen. Aber beim Waltier sind die Spermien gleich groß, das Ei ist gleich groß, aber der Abstand ist 100-mal länger. Und es ist kaum vorstellbar, dass beim Wal Spermien schwimmen wie bei der Maus möglich wäre. Und man hat beim Menschen eigentlich klar nachgewiesen, dass die Spermien meist passiv getragen werden
im weiblichen System. Also die schwimmen ein bisschen am Anfang, um in die Gebärmutter zu gelangen und am Ende, um das Ei zu erreichen. Aber eigentlich schwimmen die Spermien relativ wenig. Das ist kein Wettlauf. Die werden meist passiv getragen. Aber eine Erklärung, die neulich, vor etwa 10 Jahren gegeben wurde, weshalb man so viele Spermien braucht, war diese Idee von Robin Baker, der ein Buch herausgebracht hat, Spermkriege. Und seine Idee ist, dass es eigentlich eine Konkurrenz direkt zwischen den Spermien von verschiedenen Männern gibt. Also kurz gesagt, dass die Evolution des Menschen eine Anpassung für Konkurrenz, direkte Konkurrenz, mit sich getragen hat. Und eigentlich ist das unwahrscheinlich. Man muss absolut klar sein, was er vorschlägt, ist, dass Samen von 2 verschiedenen Männern innerhalb von Stunden oder höchstens ein paar Tagen irgendwie direkt in Kontakt kommen können. Aber das ist seine Erklärung. Und er hat hauptsächlich diese Hypothese aufgestellt. Wenn man Spermien von Menschen unter dem Mikroskop anschaut, ist eigentlich erstaunlich. Sehr viele sind morphologisch abnormal. Und wenn man einfach mit dem Auge, mit dem Mikroskop schaut, dann bei Menschen sind mindestens 30% aberrant. Und Robin Baker hat gesagt, nein, das sind nicht abnorme Spermien, die haben verschiedene Funktionen. Okay, es gibt Spermien, die blocken, die stoppen die Spermien von anderen Männern. Es gibt Spermien, die jagen und Spermien von anderen Männern vernichten können. Und es gibt eisuchende Spermien, die eigentlich das Ei befruchten können. Also für ihn ist das alles ein Krieg zwischen Spermien. Aber leider hat er wenig Beweise dafür gebracht. Und eigentlich, wenn man die vergleichende Biologie anschaut, ist es genau das Gegenteil. Hier sehen wir rechts, das ist der Prozentsatz der Spermien, die ganz offensichtlich morphologisch nicht in Ordnung sind. Und bei Menschen wie beim Gorilla ist das etwa 30%. Aber wenn man zu Schimpansen und Zwergschimpansen oder Bonobos kommt, dann sieht man, dass der Prozentsatz weniger als 5% beträgt. Mehr als 95% der Spermien sind morphologisch absolut normal. Und das ist hier verständlich, weil in einer Sozialgruppe von Schimpansen oder Bonobos hat man direkte Konkurrenz zwischen Männchen. In der Gruppe gibt es vielleicht 8 Männchen und sehr viele adulte Weibchen. Und das Weibchen, jedes Weibchen wird von verschiedenen Männchen begattet. Hier hat man direkte Spermkonkurrenz. Und deshalb können sie es nicht leisten, diese abnormen Spermien zu haben. Und das ist für mich ein absolut klarer Beweis, dass bei Menschen keine Anpassung für Konkurrenz besteht. Sonst können wir uns nicht leisten, so viele defekte Spermien zu haben. Also ich habe lange gesucht nach einer Erklärung, warum man so viele Spermien braucht, und ich habe immer noch keine klare Antwort. Aber es gibt einen Hinweis. Leider hat niemand das weiter erforscht seit 1937. Aber die Idee von Jack Cohen war, dass es ein Verhältnis gibt zwischen der Anzahl der Spermien im Ejakulat und
die Frequenz der Überkreuzungen der Chromosomen während der Bildung der Geschlechtszellen. Und die heißen technisch Chiasmata, aber was wichtig ist, es gibt einen Austausch von Genen zwischen Chromosomen, das erhöht die Variabilität. Also Biologen sind ganz der Meinung, dass die sexuelle Fortpflanzung eigentlich mit Variabilität zusammenhängt. Also es geht darum, sehr viele Variationen zu erzeugen, sodass die natürliche Auslese auf diese Variabilität agieren kann. Und hier sehen wir, je mehr Überkreuzungen gibt, das heißt, je mehr Varianten es gibt bei den Chromosomen, desto mehr Spermien gibt es im Ejakulat. Und der Mensch liegt genau auf dieser Linie. Also meiner Meinung nach ist eine Erklärung in diese Richtung zu suchen. Das ist eine Lotterie. Und je mehr Variationen es gibt, desto mehr Billette werden gedruckt für diese Lotterie. Also ich denke, es ist eine reine Zufallssache. Diese Spermien werden losgelassen. Es ist absoluter Zufall, welche Samenfaden das Ei befruchtet. Aber es geht darum, Variabilität zu maximieren. Aber es gibt auch eine Kehrseite zu dieser Frage, weil man zu viele Spermien haben kann. Man möchte nicht zu viele Spermien um das Ei haben, sonst besteht die Gefahr, dass mehr als ein Samenfaden das Ei befruchten kann. Das nennt man Polyspermie. Und wir wissen seit 60 Jahren, dass das Probleme bringen kann, weil wenn man diese Kuchendiagramme anschaut, hier sieht man die Farben zeigen die Dichte der Spermien pro Kubikzentimeter. Also hier haben wir mehr als 600 Spermien im Ejakulat im Durchschnitt. Und man sieht hier bei Frauen, die mehr als 3 Fehlgeburten hatten, ist der Prozentsatz der Väter mit sehr hohen Spermiendichten besonders hoch. Also hier gibt es sehr viele Männer, die sehr viele Spermien haben. Und man sagt, wenn es mehr als 750 Millionen im Ejakulat ist, dann gibt es Probleme. Und hier sieht man eine Aufstellung der Chromosomenzahlen. Normalerweise haben wir 46 Chromosomen. Und es gibt verschiedene Krankheiten, wo man weiß, wo man ein zusätzliches Chromosom hat. Also das ist bereits eine große Gefahr, nur ein Chromosom zu viel zu haben. Aber hier sieht man, es gibt Fälle mit 69 oder 92 Chromosomen. Und das sind hauptsächlich Fälle, wo ein Ei entweder durch 2 Spermien oder durch 3 Spermien befruchtet wurde. Das ist Ergebnis der Polyspermie. Wenn es zu viele Spermien gibt, dann führt es zu diesem Zustand, dass ein Ei von 2 oder 3 Spermien befruchtet wird. Und das ist tödlich. Also entweder stirbt der Fetus oder das Kind stirbt innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt. Also das ist wirklich gefährlich. Also man muss dann irgendwie ein Gleichgewicht haben. Irgendwie braucht man mindestens 100 Millionen Spermien für die Fertilität. Aber wenn man zu viele hat, dann besteht die Gefahr der Polyspermie. Also wenn man dann die weibliche Seite anschaut, dann kann man sehen, dass wenn die Spermien im weiblichen System sind, dass die Anzahl, die Dichte der Spermien sehr stark heruntergesetzt wird. Also bereits im Gebärmutterhals werden
diese morphologisch abnormen Spermien werden ausgeschlossen. Okay. Und nur die, die eine normale Morphologie haben, gehen weiter. Also bereits hier gibt es eine starke Reduktion der Anzahl und dann gibt es den Übergang in den Eileiter dort und hier gibt es nur einige tausende Spermien, die jeweils hier ankommen und nur einige können weitergehen, also wenn das Ei hier befruchtet wird. Normalerweise sind vielleicht etwa 100 Spermien. Also von ursprünglich 250 Millionen gibt es hier vielleicht 100. Und diese Reduktion, also morphologisch defekte Spermien werden hier ausgeschlossen, aber nachher ist es meiner Meinung nach reiner Zufall, welches Samenfaden weiterkommt. Und das ist die weibliche Seite dieses Gleichgewichts. Also vielleicht bei den Menschen ist es so, dass sie so viele Spermien wie möglich erzeugen möchten, aber auf der weiblichen Seite ist es unbedingt notwendig, die Zahl zu reduzieren, sodass nicht zu viele hier in der Nähe des Eis hinkommen. Okay, ein ganz anderes Thema jetzt ist, dass man bemerkt hat, dass die Anzahl der Spermien bei Männern über die Jahre immer kleiner geworden ist. Okay, das war lange Zeit kontrovers, aber es gab eine Veröffentlichung in 1992 und dieselbe Forschungsgruppe hat im Jahr 2000 diese Grafik herausgestellt. Also die roten sind die neuen Punkte, die blauen waren im Artikel von 92. Und bereits in 1992 hat diese Forschungsgruppe gesagt, ja, es gibt eine signifikante Reduktion zwischen 1930 und 1990, also über 60 Jahre hindurch. Aber das war sehr kontrovers. Einige Leute haben solche Reduktion gar nicht gesehen. Da waren starke regionale Unterschiede. Zum Beispiel in Dänemark hat eine sehr starke Reduktion stattgefunden, aber in Finnland praktisch daneben war die höchste Dichte der Spermien in Europa zu sehen. Also man hat eigentlich nicht ganz, in der Zwischenzeit sind die Spermienzahlen auch in Finnland heruntergesunken. Okay, also ich sollte zuerst diese Frage war, wie gesagt, kontrovers und es wurde von einigen vorgeschlagen, dass eigentlich keine allgemeine Tendenz hier zu sehen ist, sondern eine Stufenveränderung, dass man hier hohe Werte hatte. Und dann um 1965 herum sank die Zahl und das war dann eine Stufe. Und der Vorschlag wurde gemacht, dass die Weltgesundheitsorganisation inzwischen die Zahlmethode abgeändert hat und dass das hier ein Artefakt war. Und das habe ich sehr ernst genommen. Wenn das stimmt, dann sind diese Daten eigentlich bedeutungslos. Aber zum Glück, und hier ist es auch vergleichende Biologie, die hinzukommt. Ein Tiermediziner in Australien hat daran gedacht, also gut, wenn wir bei Nutztieren schauen, das Säugetier, wir verwenden genau die gleichen Methoden, um dort Spermienzahlen zu bestimmen. Und er hat Daten über eine ähnliche Periode angeschaut und da sieht man bei Bullen absolut keine Änderung während dieser gleichen Zeitspanne
1930 bis 1990. Und bei Schweinen hat die Zahl eigentlich etwas zugenommen. Also diese Erklärung kann man vergessen. Aber es blieb weiterhin kontrovers, aber ich bin zur Überzeugung gelangt, dass wirklich ein Problem dort besteht. Und dieses Jahr, vor einigen Monaten, ist eine neue Untersuchung erschienen mit sehr vielen Daten. Und es ist absolut klar, dass man hier ein Absenken hat. Und das ist bis zu 2010. Also noch mehr als die Daten für. Aber was interessant ist, das sind die Industrieländer, die dieses Absenken um mehr als 50% zeigen. Aber wenn man die Südländer anschaut, zum Beispiel Afrika und Südamerika, sieht man kein Absenken. Also es scheint ein Phänomen der Industrieländer zu sein. Leider haben wir relativ wenig Daten von den Südländern, von den Entwicklungsländern, aber soweit wir wissen, besteht das Problem dort nicht. Das ist medizinisch gesehen sehr wichtig, weil wenn man hier die Fälle von Hodenkrebs anschaut, sieht man einen relativ starken Anstieg. Und ich habe erwähnt, dass die Spermienzahlen in Dänemark besonders stark gefallen sind, aber in Finnland sind die relativ hoch geblieben. Und man sieht, dass die Hodenkrebsfälle am höchsten sind in Dänemark. Und es gibt auch ein Problem mit Hodenhochstand. Normalerweise sollten die Hoden bei der Geburt bereits im Hodensack sein, aber es gibt Fälle, wo das nicht passiert. Und das ist mit Hodenkrebs, das hängt zusammen. Also hier sieht man ein deutliches Zeichen, dass man zunehmende Probleme hat mit der Fortpflanzungsbiologie von Männern. Okay, das nächste Thema, das ich behandeln möchte, ist die Schwangerschaft. Und hier ist zu bemerken, also hier ist ein Stammbaum für die Säugetiere. Und es gibt eierlegende Säugetiere, hier zum Beispiel Schnabeltier, und die haben noch Eier. Also Schwangerschaft ist etwas später in diesem Stammbaum erschienen, vor etwa 150 Millionen Jahren, beim gemeinsamen Vorfahren der Beuteltiere und der Plazentalsäugetiere. Also, aber seither sind alle haben Schwangerschaft. Und dann gibt es ein ganz großes Thema über die Evolution der Schwangerschaft. Aber ich habe nur ein paar Punkte herausgeholt, die ich für wichtig halte. Das erste Problem ist, wenn man hier, das ist die Eizelle bevor der Befruchtung. Die Befruchtung findet etwa hier statt im Eileiter. Dann fängt die Zellteilung an und dann hier mit der Blastozyste hat man das Einnästen und die Plazentation fängt an. Bei den Beuteltieren ist es nicht stark entwickelt, aber bei den Plazentalsäugetieren ist die Plazenta überall gut entwickelt. Aber ein Problem, das mich interessiert, ist der Verlust von befruchteten Eiern, also von Embryonen und Föten. Weil beim Menschen ist das eigentlich spektakulär. Und ich musste hart arbeiten, um die Daten hier zusammenstellen zu können. Aber wenn man dieses Kuchendiagramm anschaut, nur etwa 30% der Befruchtungen führen zu einer normalen Geburt. 50% sind Fehlgeburten, die medizinisch offensichtlich sind. Aber es gibt auch frühere Verluste, die weniger
offensichtlich sind. Das hier heißt chemische Schwangerschaft. Das kann man mit Pregnancy-Test, mit Schwangerschaftstest bestimmen und da kann man erkennen. Und gleich nach dem Einnässen wird das Hormon HCG erzeugt und dann kann man Schwangerschaftstests durchführen. Das Problem ist, es gibt auch große Verluste zwischen der Befruchtung und dem Einnässen während der ersten 10 Tage. Und das kann man nur schätzen. Also das ist noch unklar. Aber auf jeden Fall, wenn man das aufstellt, sieht man, dass die Verluste besonders stark sind am Anfang der Schwangerschaft und dann, dass die Häufigkeit viel weniger ist. Aber es sieht aus, als ob nur etwa 1/4 der Befruchtungen zu einer Geburt führen und 3/4 werden irgendwo verloren. Und als vergleichender Primatologe ist für mich die nächste Frage, also wie ist es bei anderen Primaten verlieren, die auch so viele Früchte. Und es gibt zum Beispiel diese Arbeit, und das sind freilebende Paviane, sodass man Hormonmessungen mit Kotproben gemacht hat. Und die zeigen hier, das sind Fälle, wo die Schwangerschaft aufgehört hat. Also man kann relativ früh und gut bestimmen, ob ein Pavianweibchen schwanger ist. Und da ist der normale Hormonverlauf mit Östrogenen. Und in einigen Fällen sieht man, dass die Hormone niedriger sind als normal, aber einige sind relativ normal. Aber was wichtig ist für meine Fragestellung, ist, dass bei Pavianen nur etwa 10% der Schwangerschaften führen nicht zu einem Kind. 90% gehen vom Anfang bis zum Ende. Und das scheint bei Primaten allgemein der Fall zu sein. Und es sieht aus, als ob der Mensch in dieser Beziehung eigentlich besonders ist. Aber ich habe sehr gerne Vorträge zu halten, weil meist kommen dann sehr interessante Fragen. Und eine Frage, die mir gestellt wurde, wie ich diese Daten vorgestellt habe, war, ist das typisch für unsere Art oder ist das etwas Neues? Ist das etwas, das mit heutigen Sozialbedingungen zusammenhängt? Und das vor 50.000 Jahren, dass der Mensch nicht mehr Verluste hatte während der Schwangerschaft als andere Primaten. Und die Frage ist gar nicht gestellt worden. Also wir haben keine Antwort darauf. Aber ich fange an zu glauben, dass möglicherweise dahinter, da ist etwas drin, dass dieser große Verlust, den man heute sieht, möglicherweise nicht natürlich ist, sondern etwas, das mit Umweltbedingungen zusammenhängt. Also es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Und diese Frage kommt daher, dass man eine vergleichende Frage stellt. Ein anderes Thema, das man bei der Schwangerschaft stellen kann, ist eine Frage, die Peter Medawar gestellt hat. Der hat den Nobelpreis gewonnen für seine Arbeiten über das Immunsystem. Und er hat diese Frage klargestellt. Also für eine schwangere Frau ist der Fetus ein Fremdobjekt, immunologisch gesehen. Und Fremdobjekte sollten vom Immunsystem abgestoßen werden. Also wieso ist es, dass eine Säugetiermutter allgemein schwanger bleiben kann? Wie überwindet der Fetus oder das System um den Fetus, wie überwindet es diese Tendenz, dass das Immunsystem Fremdkörper abstößt? Und hier ist für mich eine wirklich spannende biologische Erklärung in den letzten Jahren herausgekommen. Und es geht um Folgendes.
Also wenn man das menschliche Genom anschaut, seit nicht sehr langem wissen wir jetzt, dass Gene eigentlich nur etwa 2% des Genoms darstellen und der Rest, 98%, auf Englisch nennen wir das Junk DNA. Das heißt eigentlich nur, dass wir die Funktion nicht kennen. Man fängt langsam an, Funktionen für diese anderen Sequenzen zu finden. Aber in vielen Fällen sind das stark wiederholte Sequenzen aus verschiedenen Quellen. Und eine Quelle ist Viren. Und es gibt sogenannte Retroviren, die ihr Genom in unser Genom kopieren. Und dann kann unser Genom weitere Viren erzeugen. Also die übernehmen unseren genetischen Mechanismus, um weitere Viren zu erzeugen. Und ein Beispiel hier ist dieser Virus für HIV. Und die sind eigentlich unglaublich einfach. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass mit diesem Virus so viele Probleme verursacht werden, weil es bestehen nur 3 Gene. Und diese 3 Gene werden hineinkopiert in unser Genom und dann freundlicherweise produziert unser Genom lauter Viren über die Jahre danach. Aber über eine längere Zeit von Millionen von Jahren werden diese Virensequenzen gezähmt und die werden ein Teil des Genoms. Aber 8% von unserem Genom besteht aus ehemaligen Virensequenzen und das ist 4-mal mehr als die Gene. Und das wichtige Gen eigentlich von der Krankheit her gesehen ist das Gen für diese Hülle des Virus. Und was passiert mit diesen Sequenzen, die Millionen von Jahren im Genom sitzen, ist, dass diese Sequenzen übernommen werden. Und die Funktion von diesem Eiweiß ist, den immunologischen Widerstand des Wirts zu übernehmen. Und das ist genau, was man für die Schwangerschaft braucht. Und es gibt verschiedene Entwicklungen der Plazenta. Es gibt Plazenta, die praktisch nicht invasiv sind, die bauen die Gewebe der Gebärmutter praktisch kaum ab. Aber es gibt Plazentatypen, die sehr invasiv sind und das ist der Fall zum Beispiel der höheren Primaten inklusive des Menschen. Und da sind die Probleme mit dem Immunsystem am größten, weil es praktisch keine Barrieren gibt zwischen mütterlichem Blut und Blut des Fetus. Und was man jetzt beobachtet hat, man hat eine Weile lang nicht erkannt, was die sind, aber man wusste, dass es Gene gibt, die in der Plazenta ausgedrückt werden und man hat vermutet, dass sie das Immunsystem überwinden sollten. Und man hat die Syncytine genannt, aber das sind eigentlich ehemalige Gene von Viren. Und wenn man einen Stammbaum aufstellt, also hier ist der gemeinsame Vorfahr der Säugetiere, Plazentalsäugetiere hier. Jedes Dreieck hier zeigt, wo unabhängig ein Gen ursprünglich von Viren übernommen wurde. Und der Schlüssel hier ist blau, ist eine nicht invasive Plazenta, gelb ist mittelmäßig invasiv und rot ist stark invasiv. Und man sieht, dass die meisten Entwicklungen von diesem Gen bei invasiven Plazentationen stattgefunden haben. Und das ist häufig in der Evolution so. Also erstens werden schon existierende Funktionen oder Strukturen übernommen
Und zweitens, wenn es eine gute Idee ist, dann passiert es mehrmals unabhängig. Also das sind alle unabhängige Entwicklungen, wo ein ursprüngliches Gen von einem Virus übernommen wurde, um das Immunsystem der Mutter zu überwinden. Okay, ein nächstes Thema ist ein Problem der Schwangerschaft. Das nennt man morgendliche Übelkeit, aber wenn man das anschaut, eigentlich, ich habe keine Ahnung, why das morgendlich genannt wird, weil es dauert während des ganzen Tages, nur während der Nacht. Glücklicherweise ist die Häufigkeit. Aber Übelkeit kann genauso gut nachmittags wie vormittags vorkommen. Und das obere Bild, der kommt eigentlich aus einer Veröffentlichung über Übelkeit. Also die Personalabteilung in einer Firma hat eine Frau gesagt, also wenn Sie 1 Stunde früher aufstehen könnten, dann können Sie die Übelkeit aus dem Weg schaffen und dann rechtzeitig zur Arbeit erscheinen. Also diese Grafik scheint, dass das Blödsinn war, aber das ist immerhin unglaublich, dass so etwas gesagt wurde. Aber was wichtig ist, medizinisch gesehen, ist, dass diese sehr starke Korrelation, die in mehreren Untersuchungen gezeigt wurde, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt oder Tod des Fetus ist höher, wenn eine Frau keine Übelkeit hat. Wenn sie normale Übelkeit hat, dann ist die Frequenz von Fehlgeburten und Tod des Fetus niedriger. Und wenn es zum tatsächlichen Erbrechen kommt, dann ist die Schutzfunktion noch größer. Das heißt, das ist eigentlich eine positive Sache für die Fetalentwicklung ist, wenn diese Übelkeit da vorkommt. Und wenn man dann den Verlauf anschaut, die Übelkeit im Allgemeinen erreicht eine Spitze etwa 12 Wochen in der Geschwangerschaft, nach 12 Wochen in der Geschwangerschaft. Und eigentliches Erbrechen zeigt eine ähnliche Kurve. Aber was wichtig ist, dass die Bildung der Hauptorgane des Körpers während dieser Spitzenzeit vorkommt. Und wenn wir die Hormone der Schwangerschaft anschauen, es wurde vorgeschlagen, dass Steroidhormone, Östrogen und Progesteron irgendwie mitbeteiligt waren, aber das kann nicht stimmen, weil diese Hormone steigen und sind maximal vor der Geburt. Aber HCG, das ist das Hormon, das von der Plazenta erzeugt wird, das als Basis für Hormontests für Schwangerschaft verwendet wird. Diese Spitze ist genau zur gleichen Zeit wie das Erbrechen. Und es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Frauen, die eine erhöhte Menge von HCG haben, mehr Übelkeit haben und dass Frauen, die keine Übelkeit haben, relativ kleine Werte haben. Und es gibt sehr viele Hinweise, dass dieses Hormon eigentlich mit der Schutzfunktion des Fetus zusammenhängt. Also das spielt eine Rolle bei der Unterdrückung des weiblichen Hormonsystems, sodass die Schwangerschaft weitergehen kann. Also absolut offensichtlich ist die Immunologie bei der Schwangerschaft sehr wichtig. Gut, also ich möchte jetzt schnell etwas über das Stillen sagen. Und diese ganze Gruppe der Wirbeltiere, der Säugetiere, ist die einzige Gruppe der Tiere, die ich kenne, die als Hauptname ein Fortpflanzungsmerkmal trägt. Also
Wir nennen die Säugetiere so, eben weil alle Mütter ihre Jungtiere säugen. Und im Gegensatz zur Schwangerschaft scheint die Evolution des Säugens, des Stillens hier angefangen zu haben, vor 200 Millionen Jahren, weil auch die eierlegenden Säugetiere Milch erzeugen und ihr Junge säugen. Aber ich habe gesagt, in der Evolution ist es häufig so, wenn eine vorteilhafte Funktion da ist, kann die Evolution mehrmals konvergent dieselbe Lösung erzeugen. Aber es ist deshalb möglich, dass das Säugen nicht einmal hier erschienen ist, sondern vielleicht 2 oder 3 Mal unabhängig. Und ich dachte, wie ich mein Buch schrieb, dass ich nie eine Antwort haben würde. Für mich schien es wirksamer oder leichter zu argumentieren, dass Milch einmal hier erschienen ist. Aber ich konnte nicht ausschließen, dass es anderswo unabhängig erschienen wäre. Aber da sind diese Genomforschungen zur Hilfe gekommen, weil man kann hier eigentlich die Vorgeschichte der Milch aufspüren mit DNA-Untersuchungen. Es gibt ein Protein, das heißt Casein, das nur bei der Milch von Säugetieren vorkommt und das bei keinen anderen Wirbeltieren nachgewiesen wurde. Und es ist häufig so wie in der Evolution, dass Gene durch Multiplikation eine Evolution haben, dass sie mehrere Kopien desselben Gens erscheinen. Also von diesem Casein-Gen findet man bei einigen Säugetieren 4 Kopien, zum Beispiel beim Pferd und bei der Ziege, beim Kaninchen, aber bei Primaten und bei der Maus und der Ratte, die sind mit uns relativ eng verwandt, mit den Primaten verwandt, findet man 5 Genkopien. Aber man hat vor einigen Jahren beim Schnabeltier, bei einem eierlegenden Säugetier nachgeschaut. Es gibt ein Gen. Und wenn man die Rekonstruktion der Genevolution macht, ist es absolut klar, es gab ursprünglich ein Gen beim gemeinsamen Vorfahren von allen Säugetieren. Und die Milcherzeugung hat dann eine weitere Evolution gehabt mit bis 5 Genkopien bei gewissen Säugetieren. Man kann auch eine ganze Menge von der Milch lernen. Also zuerst einmal bei Primaten ist es so, die meisten Arten haben ein Jungtier, die haben ein paar Brustwarzen und das Jungtier wird typischerweise herumgetragen nach der Mutter. Und man kann hier unter Säugetieren unterscheiden, ob die gemäß Zeitplan säugen oder ob sie auf Nachfrage säugen. Das heißt, dass das Kind entscheidet, wann gestillt wird. Und bei allen Primaten ist es so, bei allen nichtmenschlichen Primaten, dass das Säugen auf Nachfrage vorkommt. Das Jungtier wird von der Mutter herumgetragen und das Kind entscheidet, wenn es gestillt werden will. Und das kann man eigentlich von der Milchzusammensetzung erkennen, wenn man Säugetiere anschaut, die nach Zeitplan säugen, findet man meist relativ viel Fett und relativ viel Eiweiß, aber wenig Zucker. Aber bei den relativ wenigen Säugetiergruppen, die auf Nachfrage reagieren, wo das Kind entscheidet, wann gesäugt wird, dann sieht man eine andere Zusammensetzung. Das ist bei nichtmenschlichen Primaten wenig Fett, wenig Protein, aber relativ viel Zucker. Und
genau das gleiche Bild sieht man bei Menschen. Also biologisch gesehen sind wir dafür angepasst, auf Nachfrage zu reagieren. Aber wenn man 100 Jahre zurück in die Literatur geht, haben Mediziner damals Frauen gesagt, die sollten nach einem sturen Zeitplan stillen und das Kind in einem ganz anderen Zimmer lassen und so weiter. Also biologisch gesehen war das absoluter Unsinn. Und es gibt ziemlich viel Literatur darüber, ob das Säugern wirklich wichtig ist. Und für die Intelligenz zum Beispiel gibt es eine ganze Literatur darüber. Und es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Frauen, die stillen, und Frauen, die das Kind mit einer Flasche aufziehen. Das ist nicht ein großer Unterschied, 1 oder 2%, aber ist statistisch signifikant. Aber eine der ersten Untersuchungen, die besonders sorgfältig war, hat gezeigt, dass bei Flaschenkindern, da sieht man die blaue Kurve, das ist das Ergebnis von Tests beim Lesen, und die flaschengeernährten Kinder sind immer etwas hinter den an der Brust gestillten Kindern für die Entwicklung des Lesens, und genau das Gleiche hat man in verschiedenen Untersuchungen gezeigt. Aber ein Problem in der Medizin allgemein und häufig in der Biologie ist, dass man keine Experimente anstellen kann. Bei der Evolution zum Beispiel können wir viele Fragen nicht genau beantworten, weil Versuche ausgeschlossen sind. Aber das ist eigentlich vorteilhaft, weil wenn wir solche Untersuchungen sorgfältig ausführen, können wir auch bei der Medizin etwas beibringen. Und ich kenne ein Beispiel aus der Medizin, wo man einen Versuch durchgeführt hat. Und, Verzeihung, das ist hier. Es geht um Folgendes, dass menschliche Milch enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Also in der Apotheke werden die Omega-Fettsäuren genannt. Und die sind absolut notwendig. Und die muss man in der Nahrung aufnehmen. Und die sind für Membranbildung sehr wichtig, zum Beispiel für das Auge und für das Gehirn allgemein. Und hier hat man einen Versuch anstellen können, wo man normale Milchpulver genommen hat. Und es ist diese Zusammenstellung, die wichtig ist. Das ist ein Test der Intelligenz von jungen Babys. Und da kann man sehen, also das sind die Werte beim Kontroll. Das ist normale Milchpulver. Das ist mit einer von diesen Fettsäuren und das ist mit beiden zusammen. Und es gibt eine signifikante Verbesserung der Milch für die Ergebnisse in der Intelligenztest, wenn man beide von diesen Fettsäuren verwendet, um die Milchpulver zu verbessern. Also solche Experimente sind selten, aus ethischen Gründen können wir die nicht führen. Und jetzt, dass man das weiß, wahrscheinlich darf man das auch nicht machen. Aber die Botschaft ist es, dass wir diese Fettsäuren unbedingt bei der Milch haben sollten. Aber Milchpulver, heutzutage immer noch, ist hauptsächlich abgeänderte Kuhmilch oder etwas Ähnliches. Und Kuhmilch hat keine von diesen Fettsäuren. Also man müsste unbedingt die dazugeben, um die Milch menschenfreundlicher zu machen. Gut, ich möchte nur ganz schnell am Ende etwas erwähnen, das mir wirklich am Herzen liegt. Und das sind chemische Stoffe in unserer Umgebung,
die wirklich Probleme bei der Fortpflanzungsbiologie erzeugen. Und ein Beispiel ist Bisphenol A, BPA, und das ist heutzutage ein Problem. Frankreich hat zum Beispiel seit Anfang des Jahres verboten, dass man BPA in Zusammenhang mit Nahrung verwenden darf. Aber in den Vereinigten Staaten zum Beispiel gilt das als absolut harmlos. Und ich habe eine ziemlich tiefe Forschung gemacht und alle Seiten kommt eigentlich auf diesen Mann zurück, so ein Biochemiker, Charles Dodds in London. Und er hat jahrelang Tests ausgeführt. Und er hat Mäuse oder Ratten behandelt. Er hat verschiedene Stoffe gegeben und gesehen, ob das seine Wirkung auf dem Fortpflanzungssystem bei Weibchen hatte. Sein Vorgehen war die Eierstöcke zu entfernen. Und wenn ein Stoff dann wie ein Östrogen wirkt, dann wird das System, also Gebärmutter und Scheide werden dann stimuliert. Das war sein Test. Und so hat er herausgefunden, dass BPA und etwa ein Dutzend verwandte Chemikalien wie Östrogen wirken. Und seine Motivation war, ein billiges Östrogen zu finden. Es war zu teuer, wirkliche Östrogenmoleküle zu erzeugen, also er wollte etwas Billiges als Ersatz finden. Aber er hat schon 1932 veröffentlicht, dass BPA wie ein Östrogen wirkt, mindestens bei Mäusen und Ratten. Aber er verlor bald das Interesse an BPA, weil er einen Wirkstoff gefunden hat, der viel stärker gewirkt hat. Und das war Diethylstilbestrol, DÖS. Und hier sieht man oben, das ist ein Östrogenmolekül. Und das Komische ist, dass diese Moleküle von DRS und von BPA, die sind einander relativ ähnlich, aber die wirken wie Östrogene. Und wie gesagt, er hat BPA fallen lassen, weil DRS viel stärker das System der weiblichen Mäuse stimuliert hat. Und DDT hat auch Östrogen-ähnliche Wirkungen, deshalb war es auch so schädlich. Also in den Vereinigten Staaten in 1971 und 1972 wurden diese zwei Stoffe verboten, wurden aus dem Markt gezogen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wurden 5 Millionen Frauen während der Schwangerschaft mit DRS behandelt. Und es hat Riesenprobleme. Es gibt eine Gesellschaft, das heißt DRS Daughters, die Töchter von Frauen, die mit DRS während der Schwangerschaft behandelt wurden. Und es geht weiter. Es gibt DRS Enkelkinder jetzt. Also das geht durch die Generationen. Und DRS, es hat eine Weile gedauert, etwa 20 Jahre, bis man verstand, dass das so gefährlich war. BPA ist ein sehr ähnliches Molekül und das ist überall in der Umgebung. Also wenn ich eine Blutprobe hier von allen nehme, also mindestens 90% werden BPA im Blutstrom haben. Wir wissen seit 1932, dass wie ein Östrogen wirkt und da werden jedes Jahr 5 Millionen Tonnen von BPA verwendet. DRS wurde damals in Reklamen hat man gesagt, man hat sogar geschrieben, DRS macht eine normale Schwangerschaft normaler. Also es wird irgendwie noch besser. Und die Grundidee war, dass Östrogene für eine Frau gut sind und wenn es auch künstliche Östrogene sind, das bringt wirklich etwas.
Also wie gesagt, das wird nicht mehr verwendet in den Vereinigten Staaten. Europa war später dran, aber es ist auch hier verboten. Aber heute haben wir BPA und nicht nur BPA, wir haben etwa 1 Dutzend ähnliche Stoffe, die in der Umgebung zirkulieren. Nur ganz schnell, eine Untersuchung in China hat ich werde das schnell zusammenfassen. Eine Untersuchung in China hat gezeigt, dass die Spermienzahlen bei Männern mit der Menge der BPA in den Fabriken abgesunken ist. Also das sieht man hier, das sind verschiedene Aspekte und die Dichte der Spermien, die Dichte der Spermien und so weiter. Also das sind alle hochsignifikante Werte. Also in China wird praktisch nicht kontrolliert, wie viel BPA in den Fabriken vorhanden ist. Also die schlimmsten Fabriken haben 50% 50 Mal den gestatteten Wert. Und ähnliche Untersuchungen hat man bei zum Beispiel künstliche Befruchtung gefunden für IWF. Und das sind, also das ist jeweils 25% der Daten in jeder Säule hier, ob Eier entwickelt werden, ob man reife Eier hat und wie viele davon befruchtet werden. Also kurz gesagt, je mehr BPA eine Frau in ihrem System hatte, desto weniger Erfolg hatten sie mit IVF. Das heißt, dass man biologische Probleme auf der Seite der Männer und auch auf der Seite der Frauen mit BPA hat. Also im Prinzip wäre das vielleicht kein großes Problem, aber BPA wird überall verwendet, zum Beispiel um Plastikflaschen hart zu machen und eine innere Schicht in Büchsen für Nahrungsmittel und sogar in den Wasserleitungen, Kupferwasserleitungen haben eine Schicht BPA, dass das Metall geschützt ist. Wir sind nicht geschützt, aber das Metall, das wird geschützt. Und hier noch einmal, das ist hier normal Östrogen. Also der Witz ist, dass diese Moleküle, organische Moleküle, eigentlich überhaupt nicht wie ein Hormon aussehen, aber können genau wie Östrogene wirken. Irgendwie agieren sie auf den Rezeptoren. Also das war eine Reklame für Babyflaschen. Und Babyflaschen enthalten häufig BPA, deshalb werden die stabiler, härter. Und in vielen Ländern ist es jetzt verboten, BPA mindestens für Babyflaschen zu verwenden. In den Vereinigten Staaten in 2012 haben sie endlich auch ein solches Gesetz erlassen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, heute Abend bei Ihnen einen Vortrag zu halten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich regelmäßig seit 4 Jahren einen Blog für Psychology Today schreibe und da habe ich inzwischen über 50 kurze Artikel veröffentlicht. Ich habe auch eine persönliche Website. Also vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Machen wir jetzt nicht hier im Raum, sondern draußen. Gibt es